Hallo, du lieber Mensch. Heute genau dasselbe, bloß in anderem Gewand oder heute etwas anderes, aber in neuem Gewand? Nee, wie? Ist ja auch egal. Also, wir haben uns lange nicht gesehen. Schön, dass du wieder da bist und es wird immer wieder Zeit für ein neues Video, wie ich finde. Hab lange nichts von mir hören lassen. Das lag einfach daran, dass ich viel zu tun hatte und mit verschiedenen Dingen beschäftigt war im Hintergrund, die sich für mich in den Vordergrund gedrängt hatten. Jetzt bin ich wieder da. Schön, dass du zuschaust und hab mich gefragt, über was soll heute gesprochen werden? Also was kommt da hoch? Und dann kam eine Sache hoch, die viele Menschen einfach privat beschäftigt. Angenommen, du suchst eine Beziehung, du möchtest eine Partnerin haben, einen Partner, bist vielleicht länger solo oder du bist in einer Beziehung und es läuft nicht so richtig gut und du denkst, na, irgendwas fehlt hier noch. Und genau dieses Gedankenmuster ist eigentlich das Ding, was uns das ganze Leid beschert. Das Gedankenmuster, hier fehlt noch etwas. Und da kann man sich fragen, woran liegt das überhaupt, dass etwas fehlt oder dass scheinbar etwas fehlt oder dass wir das Gefühl haben, es fehle noch irgendwas. Es fehlte noch irgendwas. Ich glaube, die ganzen Versprecher lasse ich ab jetzt auch alle drin. Es ist ja ganz einfach. Wenn wir das Gefühl haben, es fehlt noch etwas, liegt das daran, dass wir uns vom Leben getrennt fühlen. Die Illusion der Trennung, Maya, Lila und wie wir das alles nennen mögen, das hast du auch schon in hunderten Büchern gelesen. Und ist natürlich klar, wenn wir uns getrennt fühlen von dem Ganzen, wie auch immer wir es ausdrücken wollen, müssen wir das Gefühl haben, dass noch etwas fehlt, nämlich das Gefühl, das Ganze zu sein oder das Gefühl, im einen eingebettet zu sein oder das Gefühl, endlich zu Hause zu sein. Zu Hause im Sein vielleicht, im Jetzt, in der Gegenwart, in der liebevollen Präsenz. Wenn wir uns als abgesplittertes Fragment des Ganzen spüren, muss es das Gefühl geben, dass noch etwas fehlt. Denn die spirituelle Suche läuft im Grunde so, dass das eine, das du bist, das eine liebevolle, das Licht, sucht sich selbst. Es ist nie die Figur, die sich sucht. Das scheint am Anfang so zu sein. Am Anfang der Suche glauben wir, ein Ich sucht sich selbst. Ich will erleuchtet werden. Ich will erwachen. Doch das ist ja genau die Illusion, die hier läuft. Ein Ich ist nur ein Gedankensalat, ICH, 3 Buchstaben. Mehr ist es nicht. Also plaudert dir, liebes Sein, ein Gedanke ein, dass der Gedanke, noch etwas sucht oder dem etwas fehlt. Ich will erwachen. Ist nur Buchstabensalat in deinem Gewahrsein, ICH, WILL, bla bla bla, erwachen. Ein Gedanke, an den du glaubst, liebes Sein. Und so wird aus etwas Einheitlichem etwas Persönliches. Etwas zutiefst Persönliches sogar. Und das macht die ganze Sache natürlich schwer, auch schwer zu durchschauen. So, die Suche beginnt und dann glaubt dieses Ich, dass mir noch was fehlt. Das ist nur so ein kleiner Exkurs. In Wahrheit sucht natürlich das eine Sein durch die Figur hindurch sich selbst. Also es gibt gar keinen spirituellen, persönlichen Sucher. Es gibt nur das eine, was ich wiederentdecken will. Das ist nämlich genau das Spiel, was hier läuft. Mit einigen Spielregeln, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Da mache ich vielleicht noch ein anderes Video zu. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. Okay, also die Suche läuft mit dem Gefühl, ich will nach Hause kommen. Mit dem Gefühl, ich will endlich beheimatet sein. Mit dem Gefühl, ich will endlich ganz sein und heile sein. Und das ist die Suche. Das eine sucht sich selbst und deshalb haben wir das Gefühl, es fehlt noch was. Mein liebevolles Zuhause. So, und wenn du jetzt dieses Mangelgefühl in dir trägst, jetzt gehen wir zum Thema Beziehung wieder zurück, das Mangelgefühl, mir fehlt noch etwas, gehst du möglicherweise mit diesem nicht so fruchtbaren Gefühl in eine Bar, in eine Disco oder zu einem Treffen gleichgesinnter Menschen oder zum Sportverein oder irgendwohin, wo du glaubst, dass du irgendwen kennenlernen kannst. Und wenn du dann dahin gehst, mit dem inneren Gefühl der Haltung, mir fehlt noch etwas, dann ist das so im Grunde so, als ob deine Seele so eine Beule nach innen hätte. Und dann, aufgrund der Resonanz, ziehst du natürlich dann auch nur Leute an, die auch glauben, ihnen fehle noch irgendwas. Und so treffen sich dann 2 nackte Bettler, die nichts anhaben, die aber glauben, der andere habe das, was man selbst gut gebrauchen kann. Und gib mir das dann, gib mir das, was ich von dir haben will. Das ist dann meine Liebe zu dir. Aber wehe, du gibst mir das nicht, dann hasse ich dich. Das nennt man dann Beziehung. Okay,
Also, so läuft's nicht. Was ist das Gegengift zu "Es fehlt mir was"? Das ist ziemlich einfach. Wenn du dich mal für ein paar Sekunden oder für ein paar Minuten hinsetzt, kannst du eine Dankbarkeitsübung durchführen. Setz dich also mal irgendwann hin und zähle mal innerlich auf, für was du alles dankbar bist. Da wird dir einiges einfallen. Vielleicht 2, 3 Dinge, ganz profane Dinge, die du vielleicht für selbstverständlich hältst. Du kannst aber auch Sachen nehmen, von denen du verschont worden bist. Dieser Kelch ist Gott sei Dank an mir vorbeigegangen. Das halte ich für eine gute Variante. Aber die Sachen, für die du dankbar bist, sind natürlich noch besser. Und das kann ein bisschen anstrengend sein, weil sich das Ego weigert, Dankbarkeit zu fühlen, denn das gefährdet es sofort. Das löst das Ego auf. Wo Dankbarkeit ist, kann Verärgerung nicht sein. Probier mal, verärgert zu sein und gleichzeitig dankbar oder andersrum. Sei mal wirklich dankbar, fühle dich mal wirklich dankbar und sei gleichzeitig ärgerlich. Du wirst sehen, dass das nicht unter einen Hut geht. Das ist wunderbar. Also bist du dankbar und dann bist du dankbar für die Dinge, und jetzt kommt es, die du hast. Aber mit einem S nur. Nicht die du nicht magst. Du hast also sehr viele Dinge in deinem Reservoir, in deiner Schatztruhe. Und wenn dir das klar wird, was du alles als Fülle hast, dann ist dir auch ruckzuck klar, hoffentlich, ansonsten mache ich ja das Video, um dir eine kleine Gedankenstütze zu geben und vielleicht einen Anschubser, dann wird dir klar, ich habe viel zu geben. Das ist das Wichtigste. Das Gegenmittel zu mir fehlt etwas ist ganz einfach, ich habe viel zu geben. Und fühl dich da mal rein, wie es ist, wenn du einem Menschen etwas von Herzen gibst, wie sich das anfühlt im Vergleich zu mir fehlt noch was, mir mangelt es an etwas. Das ist ein fundamentaler Unterschied und ja, das ist das Gegengift zu mir fehlt noch was. Also gehe demnächst, wenn du eine Beziehung haben möchtest, eine echte erfüllende Beziehung, da sind die Worte auch schon weise, beziehungsweise nicht meine Worte, sondern die deutsche Sprache, Fülle, Erfüllung, dann geh doch bitte mit der neuen Haltung irgendwo hin, und im Grunde ist es auch eine Erkenntnis, nicht nur eine Haltung, sondern es ist tatsächlich die Erkenntnis dessen, was du in Wahrheit bist, nämlich die Fülle des Lebens selbst als diese Form hier. Dann gehst du damit in den Club, in die Bar, zum Sport, sonst wohin, mit der Haltung, ich habe viel zu geben. Und wenn du das wirklich fühlst und ausstrahlst und daran keine Erwartungshaltung knüpfst, das kann ja auch noch sein, dass du sagst, ich habe viel zu geben, jetzt gib mir auch viel. Dann wäre das wieder ein Mangel, ein versteckter Mangel. Du gehst also dahin mit dieser neuen Haltung und dann wirst du Menschen in dein Umfeld ziehen, die auch viel zu geben haben, die aber nicht dann noch denken, ich brauche was von dir, damit ich glücklich bin. Du brauchst überhaupt nichts von irgendwem, Punkt, sondern du hast viel zu geben, weil du alles bist. Du bist ein Füllewesen, du bist ein Kontaktwesen, du bist ein hoffentlich liebevoller Mensch, und wenn du dankbar bist, wirst du immer zufriedener. Und dann wirst du sehen, welche neuen Beziehungen du knüpfen kannst, welche erfüllten Menschen du finden kannst. Und manchmal ist es so, dass es wie ein neuer Anklang ist, das schmeckt anders, es fühlt sich anders an, so im Grunde die Beziehung bekommt einen neuen Geschmack, so meine ich das. Und das Ego wehrt das ab, denn das Ego liebt Drama, Baby. Und dein wahres Ich, dein wahres Wesen ist an Drama überhaupt nicht interessiert, weil Drama immer Konflikte birgt und Konflikte negativer Natur sind, und damit saugt sich der Ego-Apparat voll. Es kann also für den ersten Moment vielleicht etwas langweilig sich anfühlen oder langweilig klingen, sich auf eine geistig gesunde Person einzulassen. Das geht natürlich nur, wenn du auch geistig gesund bist oder geistig gesund wirst. Eine kleine Seitenbemerkung noch, ein kaputter Heiler kann nichts heilen. Also gehst du bitte hin, geh zuerst in dich hinein. Es geht erst darum, immer in die Tiefe zu gehen und dann in die Breite. Damit meine ich also, räum innerlich auf und erkenne, dass du schon jetzt heil und ganz bist, egal was dein Körper vielleicht macht oder auch egal, was deine Psyche noch ein bisschen macht. Im Grunde dessen, im Untergrund, in der Tiefe, im Hintergrund schlummert immer das heile ganze Sein, das du bist. Also man kann auch mit einem kleinen schwarzen Rucksack der Problemchen noch weitergehen
und musst nicht erst alles ausräumen, alles ablegen, bevor das Leben kommen kann. So funktioniert das nicht. Du bist ein machtvolles Wesen, aus der Fülle geboren, hier im Jetzt und kannst ganz viel für deine Heilung, für die Ganzheit und für die Fülle beitragen. Nimm den Deckel zur Seite und erkenne, ich habe ganz viel zu geben. Und dann klappt das auch mit deinen Beziehungen, außer es wird wieder sabotiert von deinem Ego-Apparat, der sich dadurch bedroht fühlt. Dann sei achtsam, setz dich in Stille hin, erkenne, was da an Gegenmaßnahmen kommt und erkenne, dass du viel machtvoller bist als alles dies, denn das Licht ist stärker als jeder Schatten. Das war's schon von hier aus. Du hast unheimlich viel zu geben. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Tschüss.